Der Regen fiel in jener Nacht in die Union, silbrigen Schleiern an Flüstert gegen die hohen Fensterscheiben dies deines Geheimnis, aus einer Welt außerhalb von Rachel Carters Reichweite. Drinnen in Mel's Corner deiner Missity sitzt das Summon des alten Kioskrinks, mit dem Lesen nisten der Jukebox, die seit 2018 nicht mehr richtig funktioniert. Rachel bewegt sich im Rhythmus der Routine touching der Hand, wischt sie zum dritten Mal in diesem Abend denselben Tisch ab, obwohl bereits mecklos war. Ihre Turnschuhe quietschen ließ auf dem karierten Boden, ihn dadurch, dass sie vor Jahren aufgerat hat war zoomen. Der Geruch von verbranntem Kaffee und brutzelndem Speck hing in der Luft und glitt in ihrer Kleidung und ihren Haaren wie die Erinnerungen besichtigt, die nie kämen. Mit 34 war Rachel Carter Thiel der Landschaft des Diners Jordan so best, nendig und unsichtbar wie das Neonschall draus in das in Blink, selbst wenn es geschlossen war. So läuft Jares Pschitten hatten vielen Linien auf ihrer Möden Augen gegreben. Aber das Alcheln Jeans war mit Jibilchan, das sie jedem Fremden schenk, der durch Deite kam wankinai. Sie hatte langst akzeptiert, dass True mit Genwu zwischen den unbezahlten Rechnungen an Lillys gute Nachtgeschichten abgedriftet wären. Tochter war jetzt 7, aufgeweckt, lustig, endlos neugierig an der Grund, warum Rachel jeden Morgen aufstand, Kaffee vor Laswagen für und einsam Nachschut Arme zu schenken. Jener Dienstagabend im Oktober hat sich jeder an der angeholt, bis sie den Mann in der Eckbank bemerkt. Saß dort sieht fast einer stand, sein unbehört das Kaffee kikulte neben am aus. Sein Augen rotten nicht auf der Welt am Herum, sie wären fern, schwur, als ob das Juet von 1000 Gedanken hinter ihnen lastet. Sein Hand rot auf seiner Brust. Der Daumen reib abwesend in seinem Schau selbin, als was sagte etwas unsichtbar zu beruhigen. Rachel hat diesen Blick skon emel gesehen, die blas, klammihart, das Lichtit sitten, die unfokussierten Augen. Es war derselbe Blick, den weiter in der Nacht hat, bevor sein Hers offere zu schlägen. Bauch verkrampft sich. Sie hat gelernt, Menschen zu lesen ist war die geheim, hickit Arme Kellnerin. Man konnt erkennen, wann konnte sich beschwören luordi, wann einsamer alter Mann reden wollt, wann Frau trod nen hinter ihrer Kaffeetas verbarg. Aber das hier, das war etwas anderes. Sie ging langsam auf zu Kaffeekan in der Hand. Noch mehr Kaffee, Sir. Schaut auf. Sein Augen grau und fern flackerten mit etwas wie Erkenntnis, bevor sie sich wieder auf den Tisch senkten. Nur die Rechnung bitt, murmelte mit angespannter Stimme. Sie nickt, aber etwas in ihr lässt sie nicht weggehen. Fühlen sie sich in Ordnung. Sie sehen etwas blass aus. Ja, was sachet zu erzählen Gewohnheit mehr als eine Emotion und winkete. Aber die Gäste ist dort auf halbem Weg. Dann traf ihn der Schmaß. Sein Hand skoss zu seiner Brust, Finger krollten sich in den Stoff seines Tourenhems. Sein Gesicht verzerrt sich ein Grimace, den ihn küchen. Die Kaffeetas rutschte aus seinen sittenden Fingern und zerschelt auf dem Boden. Hossa! Rachels Stimme durchschnitt das Klirren. Sie war in Sekunden schnell in seiner Zeit, instinktiv überman vor dem Denken. Sir, bleiben Sie bei mir, wie heißen Sie? Was hat sie zu antworten? Der Atem stockte in seiner Kehle. David schaffte zu fly stern. Der kann nicht atmen. Rachels Gedanken flogen so okay die Schulungen. Da sie beide freiwilligen Führer nach dem Tod ihres Vaters absolviert hat, die Wiederbelebungsbungen die Notruf. Ihre Öffnen zitterten, aber ihr Stimme nicht. Der David schauen sie mich an. Ich bin Rachel. Sie haben Brustschmerzen, aber es wird einen Gott gehen. Ihr Telefon war in einer Sekunde draußen. Notruf. Ich brauche einen Krankenwagen bei Mel's Corner deiner Route 34. Mann mittleren Alters mit gleicher Hörstillstand. Das deiner war fast leer. Der alte Piet am Tresen stand starrte, sein Kaffee vergessen, die Augen weit odgerissen vor Sorge. Rachel griff nach einem Handtag und drückte Cookies auf Davids Stirn. Sein Hart brannte vor kaltem Schweiß. Atmen sie einfach mit Mühe, flaustert sie. Davids City verschwamm die Deckenlichter über ihm verzerrten sich zu Heligenschenen. Der Schmaß verfühlte sich endlos an Adreki Kind. Durch den Nebel hatte Stimme ruhig fest, unerschütterlich. Als in diesen nicht mittags in Büro verlassen hat, hatte sich gesagt, braucht nur zum Nachdenken. Zum Atmen. Sein Unternehmen Harrison Industries stand auf dem Punkt des Erfolgs. Dennoch erfüllte sich hohl. Seine war zu Jahren still und ließ zu Ende gehen. Seine Eltern waren tot, und die meisten seiner Freunde hatten sich längst in fest Bekanntschaften verwandelt. War in jeder Hinsicht allein, und jetzt erhöhen sich sein Brust zusammenzog, traf in die Erkenntnis. Dass all das Geld, all die Working-Kratzer mit seinem Namen darauf, keinen weiteren Hirschklag kaufen konnten. Rachels Hand am Fastsein, als die seinen lauter Worten, nennt her kämen. Ich geh nirgendwo hin. Fleistert sie, als wir sie etwas Heiliges versprechen. Momente später stehen am Tensaniter herin und arbeiteten mit geschalter Precision.
Rachel trat zur Sieke an Biobachtit, wie sie arbeiten aber als David blind nach aus in Griff, fing sie instinktiv wieder sein Hand. Gin sie nicht, kurt sie durch die sauer Stoffmask. Ich folge ihnen in meinem Auto, was brach sei, und das tat sei. Sie wusste nicht warum, vielleicht lag es an der Art, wie sein Augen fletten oder wie daran, dass sie sich daran erinnert, wie es sich anfühlte, jemanden zu verlieren und nichts zu tun. Im Mercy General Hospital saß Rachel unter den harten Leuchtstofflampen des Wartezimmers, ihr Dieneruniform noch fleckig von Kaffee und Regen. Sie hat ihr Nachbarin Mrs. Chen angerufen, damit sie auf Lily aufpasst, und ihr gesagt, sei würde spät nach Haus kommen, obwohl sie nicht sagte warum. Wie kann sie rennen, da sie darauf wartet zu rennen, ob ein Fremder überleben würde. Gehen deich froh, sie schaut auf. Einer aus den grünen Kittel in die hörte sich klemmert in der Hand. Sind sie hier für David Harrisons stable, stressbedingt hers Episode. Sie haben sein Leben gerettet. Da wird treffen sie öter als wird. Sein Leben gerettet, Herr fragt nach ihnen. Rachel sie gehört, unsicher, warum ein Milliardär Eine Kellnerin sehen wollt. Aber als sie sein Krankenzimmer betrat, verblasst all das. David sah kleiner aus im Bett, blass unter den sterilen Weiß in Laken, aber seine Augen fanden sie sofort. Sie seien gekommen, sagte Lies. Ich habe es gesagt, zum ersten Mal seit Jahren lächelt David. Musterte ihr gesit die Linien der Arschpofang, die stillsteht hinter ihren Augen. Ich schulde ihnen mein Leben, sagte er. Sie schulden mir nix, erwidert Rachel. Ich habe nur geten, was jeder tan wie wardi. David lacht schwach. Sei one rennen berasti, wie wenn ich Menschen hitzutage noch inhalten. Zu helfen, einen Moment lang leg sich still zwischen ihnen die angenehme Art, die nicht gefühlt werden muss. Dann verandert sich Davids Ausdruck adjourned. Es geht etwas, das ich ihnen sagen sollte. Mein Name ist David Harrison, Rachel blinzelt. Okay, wartet auf Erkenntnis, auf das Flacken von Gier oder Effort. Aber alles, was sie sagt, war, sollte mir das etwas sagen. David lacht ein Asch, das sie bet überrascht. Ich leite Harrison Industries, es ist ein globales Technologieunternehmen. Oh, sagt sie einfach. Nein, das Erkelrad den Schickenen Sag, es gab kein Veränderung in ihrem Tonfall. Kein Änderung in der Art, wie sie ihn ansah. Na ein Kellnerin, die mit einem Mann sprach, der zufällig in ihrem deiner süße Mensch brochen war. Es war darauf richtigste Moment, den David seit Jahren erlebt hat. Gibt es jemanden, den ich anrufen sollte, fragt sie. Sie tellte den Kopf. Nein, niemanden, Rachel suggestet, dann setzt sie sich weiter neben ihn, dann bleibe ich noch ein bisschen. Wenn sie jemals geglaubt haben, dass eine sich Tat der Freundlichkeit als verändern kann, sie haben recht. Aber weder Rachel noch David wussten, dass dieser Stillmoment, unwissentlich von einem Krankenhausfotografen, durch das Glaffenste festhalten, die geschickt wurden würde, die beide Leben für immer veränderte. 3 Tage später brach Rachels still clean Welt zusammen. Es begann im Morgengrün ihnen schmörnen Wohnungstür, gefolgt vom nedenlosen Blitzen von Kameras durch die Ritzen der alten Jalousien. Sie stoppet zum Fenster, das Hers mört, nur am einen Transporter mit Satellitenschüssel auf der gegenüberliegenden Straßenseite parken zu sehen. Ein Schlagseil brualdi von der Sietang, die einer der Reporter hielt. Die mysteriöse Engel des Milliardär als Arme Kellnerin rettet Leben eines Tech-Tycoons. Und dort, auf der Titelseite, wo ein Foto von RYC in Davids Krankenhausbett saß, ihre Hand am St. Jesslungen, ihr Augen voller Sorge. Rachel ist dort. Im Wohnzimmer spät Lily durch die Wohnung, ihr Stimme klein. Mama, warum seid ihr draußen laut? Rachel slackte schwer. Das ist nichts, Schatz, nur ein paar Reporter. Aber es war nicht nichts, es war ein Sturm, den es nicht gebeten hat. Ihr Telefon samt endlos unbekannt Namen Nachrichten, Sprachnachrichten Journalisten von Senden, die sie nur jemals im Fernsehen gesehen hat. Eine nannten sie ein Heldin, andere ein Goldgräberin. Das Telefon des Diners klingelt euch pausenlos, Mel stimmzittrig, als sie schleiß Liedje rät. Ratsch, du musst dich ein Weil bedeckt halten. Reporter drinnen sich auf dem Parkplatz. Die konnten keinen nicht mal reinkommen. Rachel drehte ein zitternde Hand in ihre Stirn. Ich hab nichts falsch gemacht. Ich weiß. Kennt aber die Welt interessiert des nicht. Sie interessiert sich für ein Geschichte. Zum ersten Mal seit 3 Jahren meldet sich Rachel krank. Bis am Mittag hat David sie viermal angerufen. Sie ignoriert die ersten 3. Beim vierten ging sie ran, Rachel, Gott sei Dank. Ich war so besorgt, du sagt. Wiederholt sie mit angespannter Stimme, wegen dies Fotos, dass sie zugelassen haben. Ich hab nicht, ich wusste nicht immer, des Gemeines gemacht hat, sagte ihr schnell. Ich hab versucht, die Presse zu kontrollieren, sie können sie nicht kontrollieren, snappt sie, dass sie leben in einer anderen Welt, David, sie seien das Gewut gesehen zu werden, ich nicht. Meine Tochter hat Angst. Menschen campieren vor unserem Haus. Ich kann nicht einmal zur Arbeit gehen.
Die still auf seiner Zeit duty sich lang und unbehaglich aus. Ich kann das in Ordnung bringen, sagte schließlich. Ich kann Anrufti teigen, ihre Dresse Schuhen lassen, jemanden schicken. Ihre Stimme bracht, why was? Situatsalut. Anwilti. Geld. Izugurti. Dies poor Satire sie Rachel. Satellies, ich mochit noch helfen. Ich weiß von ihren Studienkrediten. An Lillys Krankenhausrechnungen letztes Jahr. Ihr Blut gifo. Woher wissen sie davon? David hat mit ausschuldig in seinem Ton. Ich heb jemanden aus meinem Team gebeten, ihr Situation zu untersuchen, damit ich richtig helfen kann. Sie was, is a Stimme zittert vor Unglauben. Sie haben mich überprüft, ich meint es nicht so, als wäre ich ein Problem. Das sie analysieren und beheben mein Usen. Schut bit hit ich he versucht. Sie unterbrach Tranenstigen auf. He ren sie sich so zu, ich heb sie nicht für ein Belohnung gerettet. Ich heb nicht ihr Geld gebeten oder ihre Aufmerksamkeit wollt, ne, dass es ihnen gut geht. Und jetzt haben sie mein Leben zu Schlagzeilen gemacht. Davids Herr sang. Hat es wie ein Geschäft behandelt, effizient, logisch falsch, Rachel, es tut mir leid. Ich wollte sie nahe verlassen. Denen rennt sie auf mir zu helfen, flüstert sie und legt auf. Für einen langen Moment saß David nur in seinem glasmatten Büro und starrt auf sein Spiegelbild. Der Mann, der so geblickt war, nicht der auf seit Schriftencovers selbstbewusst mitschittig, unantastbar, sah holos. Hat Jahre damit verbracht, Mann aus Wohlstand zu richten, denkend, sie würden Instituten. Aber sie hatten innerlein Jealousien, die Tagekroken vorbei. Reporter zogen Slice, lich weiter zu frischen Skandalen die Afari 1 Filmstars, das Geheimnis 1 Politikers. Aber die still, die fort, brach keinen Frieden. Rachel ging so Käse Arbeit, Kopf hoch erhoben, obwohl sie Blick auf sich beruht. Kunden flüsterten. Einige chelten freundlich an der Grinsen am mich. Schietisse, du bist jetzt berhammt was. Schürst eins nach sin Lastwagenfahrer an Bord der 13 Magazin mit ihrem Jesset darin. Rachel zwang sich zu einem Haarfleischen als Chellen. Aber innerlich holt sie sich bloß gestellt, als ward ihr Freundlichkeit in etwas Schliches verdreht worden. Davids Welturging ist wat handesse nicht besser. Hat aufgehört zu schläfen. Vorstandssitzungen verschwammen in Saalen verloren ihre Bedeutung. Seine Assistentin Claire bemerkt die werdende Rang, Mr. Harrison, die World Tickets Gala in Just Watch. Sagen Sie ab? Es ist für die Stiftung, die ihre Mutter gegründet hat. David erstaunt. Sein Mutter. Der Gedanke in ihren Namen traf in wie ein Well der Erinnerung der Grutsch von Seif und Kaffee. Mühe des Lucel schwilligen Eiend, die sein Inst gelten hatten, als die Welt so groß ausschien. Sie war Arme Kellnerin Jusen. Und plötzlich verstand warum Rachels Stimme anwürfelt. In jener Nacht sah David allein in seinem Penthouse Lichter aus. Die Stadt breitet sich unter ihm aus wie ein Netz aus Silber und Gold. Dachte in Rachel ihre ruhigen Erschienen ihren stillen Matt, ihr heftig unabeigegeht. Die Art, wie sie ihn angessen hat, nicht als Milliardär oder Nachrichtenmeldung, sondern einfach als Mann in Schmerzen. Öffnet seinen Laptop und begann zu schreiben. Liebe Rachel, ich heb diesen Brief ein Mal geschrieben und jede Version Jill sieht, will die Wort immer falsch klingen. Ich bin deren nicht Gott verletzlich zu sehen, ich bin, wenn ich falsch liege. Aber sie wird ihnen Ehrlichkeit. Ich heb mich geehrt in ihr Leben in zu dringen. Ich heb mich geehrt zu denken, Geld kein reparieren, was ich zerbrochen heb. In jener Nacht im Diner hat ich nicht nur einen Herzinfarkt. Ich starb auf einen der Weis begräben unter Stress, Einsamkeit an dem Glauben, dass ich niemanden brauche. Sie haben das verändert. Sie haben mich daran erinnert, dass nicht alles wird wohl gekauft werden kann und nicht jede Freundlichkeit einen Grund braucht. Als sie mein Hand hielten, fühlte ich mich sicher wirklich sicher zum ersten Mal seit Jahren. Sie haben mein Leben gerettet. Zweimal, einmal als sie Hilfe riefen, und einmal als sie mich daran erinnerten, was es bedeutet, sich zu kümmern. Begelegt ist ein Foto. Ihr seht mich 7 Jahre alt neben meiner Mutter stehen. Sie arbeitet in 3 Jobs. Nach dem Main weiter gegangen war eine Daven in einem deiner nicht anheilig ihrem. Sie fleht mir zu sagen, dass die worste Art von Reichtum Freundlichkeit ist. Ich denk, sie hat sie gemog. Sie hat gesagt, dies Frau hat gut ihr in die Eidnand, die helfen und die kosten zu sich lernen. Ich bitte nicht Wahrgebung Rachel. Ich bitte ein Chance nu anzufangen. Sie als den Mann kennenzulernen, den sie in jener Nacht getroffen haben, nicht als den zu dem ich danach wird. David Rachel fand den Brief zu watchen später, unter die Tür des Diners geschoben nach Schlei angesieht. Nehmen sorgfältige bedachte Handschrift geschrieben. Sie las in zweimal, bevor sie merkte, dass sie weinte. Das Foto darin ein kleiner Junge neben einer lächelnden Frau in abgetragener Uniform, leicht was tief in ihrer Brust schmaßen. Sie dachte in ihr eigen Mutter, die nachs Büro den geschrieben hat, am Fall Rachel Schobiche zu besellen.
Die gesagt hat die Stolz ist wichtig Baby, aber lass ihn dich nicht zu stark machen. Ein gutes Hör zu erkennen. Vielleicht war das dieser Moment. Am Manchester Morgan stand Rachel vor Harrison Industries einem hochgegenden Gebäude aus Glas und Stahl. Das den Himmel super Hörnskin, ihr Spiegelbild in den Türen wird klein anbietend, aber sie hob das Kinn an trat ihn. Die Empfangsdame blinzelt sehen. Heben sie einen Termen. Sagen sie Mr. Harrison, dass Rachel Carter hier ist. Minuten später durften sich die Aufzugsturren an David Ashton Blas, jüngstlich ansicher, ob sie gekommen war, im zu vergeben oder im die Meinung zu sagen, hochste, ich habe ihren Brief bekommen. Ihr nickt, wortend. Sei musstet sin jessit derselbe Mann aus dem Diner, nur jetzt menschlicher. Die Erschoppefang war noch da, aber auch etwas News. Demut, Hoffnung, und, fragte Lies. Rachel hat mich tief in. Ich denk, Mutter hat recht. Sie haben gut nannt, aber der sind chesty mile, wenn sie etwas über mich wissen wollen. Sie lichert is schwarz, fragen sie einfach. David Schulten sagten vor Erleit rang zusammen, lachen werfing sich in seiner Kiel. Das kann ich tun, gut, sagt Rachel. Aber wenn sie es ernst meinen mit Kaffee trinken wir nicht mehr dies Brew von Mel, grinst. Abgemacht. 6 Monate später lauf nicht das Second Chances Kaffee am ersten Mal sent ihren. Es war kein Wohl-Ticket. Es war eine Partnerschaft in Gemeindezentrum mit einer Kirche, die kostenlos Mahlzeiten serviert, einer kleinen Bibliothek und Bandprogrammen für alleinerziehende und Kinder. David stellt die Veränderung still sehr Wolfgang und bestand darauf, dass sie neben warm Schild fernblieb. Rachel leitet es an nutzte den Sozialarbeiter, Abschluss, den sie endlich online abgeschlossen hat. Lily Half-Och serviert Sandwiches mit einem Milchshell, das einen Raum erhellen konnte. David kam jeden Donnerstag vorbei, Zoramel Hotchekrempelt, Schuhe am Behofen, am Seintel Sterbenden, viel Hut, fragte, drehen wir sich Familien. Anvertit Rachel und Peruf die Eheliste. An Mrs. Rodriguez hat Edelber Uten Tamels mitgebracht. Sie arbeiten Zeit und Zeit, servierten Essen, telten Gestchten, lachten. Wenn die alte Kaffeemaschine startet und rauscht. David hat etwas tiefer in Diges entdeckte, das Wilson nur etwas bedeutet, wenn in seinem Jessica berhart ekit leben. Und Rachel hat auch etwas gelernt, das Hilfe Eilsumen Kischuche bedeutet. Manchmal bedeutet es, anderen die Freuden geben zu ermöglichen. Einsabens, als die son tief sank an die WN den Goldens Lit tot, want sich David so weit du, ich heb mich nicht richtig bei dir bedankt, fragt sie die Chelnd, dafür, dass du mein Leben sümmal gerettet hast, einmal im Diner noch einmal als du in mein Büro kamst. Rachel sah in ihr Augen sanft, du hast auch meins gerettet, David. Du hast mich daran erinnert, dass Freundlichkeit kein Einbuster ist. Draußen holte Lillys Laken durch den Hof, sie jagte Schmetterling mit einer Gruppe von Nachbarskindern. Zum ersten Mal seit langer Zeit holt Rachel Frieden nicht die Art, die von still kommt, sondern die Art, die von Sinn kommt. Später in jener Nacht, als das Zentrum geschlossen und Lilly schlief, saßen Rachel und David auf den Stufen, wo ihre Wohnung an beobachteten, wo die Stern in den dunklen werdenden Himmel blinzen. Fragst du dich jemals, sagt David, was passiert rief, wenn du in jener Nacht nicht gearbeitet hättest? Rachel chillt nachdenklich. Ich denk, wir hätten uns trotzdem getroffen. Menschen, die dieselbe Art von Heilung brauchen, sie finden sich immer. David nicket, die Stadtlichter flackerten in seinen Augen. Mein Mutter befleit zu sagen, das Engel als du heilig Menschen wirklich kommen, die du heilige Dinge mit all edu heiligen Hörsen tan, kluge Frau, flüstert Rachel. Sei hat der Tisch diesen Ort geliert, ach der Ditch geliert, sagt Lies, die Nacht legt sich am See wie ein Wurmdeck. Zwei Seelen einst auf unterschiedlich Weise geboren, jetzt still ganz, und obwohl die Welt die Schlag sei lot meinst vergessen hat, lebt die Geschichte weiter. Nicht in Seitengen oder auf Bildschirmen, sondern in jeder Mal sieht, die im Second Chances Kaffee serviert wird, in jeder Hand, die ohne Erwartung ausgestreckt wird, in jedem stillen Moment geteilten Wurst in Nisses. Wenn sie glauben, dass Fröhlichkeit noch Macht hat, wenn sie glauben, dass Zweite Chancen aus den unwahrscheinlichsten Momenten erblichen können, dann erinnern sie sich an dies Geschichte. Denn manchmal kommen die schönsten Veränderungen aus den einfachsten Akten der Fürsorge. Und manchmal riechen ein in sich das Kaffee und die ruhig Hand eins Fremden aus, am zwei Leben für den zu verändern. Ende.